Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute schauen wir mal dem allerbesten Fortnite-Spieler über die Schulter. Und wer könnte das geringer sein? Ihr seht schon, Ninja. Und hier semmelt er gerade schon alle weg. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Hammer. Ja, wer dieser irre, kranke Typ ist, einfach nur der beste Fortnite-Spieler, den man sich wünschen kann, vorstellen kann. Erfolgreichster Streamer aktuell bei Twitch. Und er verrät uns in diesem Video ein paar Tipps und Tricks, die er sich über die Zeit, die er Fortnite jetzt schon spielt, erlernt hat. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Yeah, just don't get lazy with them and rely on building and you'll win. Das ist schon sein erster Tipp. They're competent but slow. Am besten eben nicht faul werden, sondern bauen und dann gewinnt man das Ding auch. Auch wenn er hier gerade ganz schön kassiert. Yeah, like they're literally only relying on shooting. They're very slow. They sound like their building is not very clean. Viele Spieler vertrauen einfach auf ihre Schussqualitäten, aber können nicht wirklich gut und sauber bauen. Und haben gegen Ninja damit natürlich schon mal richtige Probleme. My boy, all right. I love you. Hear me out. Always critiquing, always getting better. Like, in that situation, when you're that weak, going up one and then looking to shoot is like go up two. Also der Tipp an dieser Stelle von Ninja ist einfach nur eine Ebene nach oben bauen und dann schauen und schießen ist schwierig und vor allem auch falsch, weil jeder schlechte Spieler kann das eben auch. Der kann einfach eine schräge Rampe hinstellen, nach oben klettern und dann ist er wieder auf Augenhöhe. Das heißt mindestens 2 oder 3 Ebenen nach oben bauen, um an dem Gegner eben den High Ground, wie man so schön sagt, zu bekommen, um von oben auf den Spieler nach unten schauen zu können und den dann so zu erledigen. Ja, die Blase muss natürlich auch leer sein, um ein gutes Spiel zu machen. Honestly, something that I've been learning a lot lately is that you need to be the least lazy player. Und da kommt schon der nächste große Tipp von unserem Alltagsweisheiten-Chef Ninja rein. Du solltest einfach nicht faul sein. Dann bist du auch in Fortnite besonders erfolgreich. Wenn du am meisten baust, am schnellsten baust und einfach am meisten machst, dann hast du auch die besten Chancen, um zu gewinnen. Und das trifft eben auch schon zu, wie er hier gerade erklärt, auch wenn man nur einen Schild erneuern, verbessern möchte, dann auch immer komplett einbauen und eine schräge Rampe auch noch einbauen, um möglichst viele Ebenen zwischen sich und den Gegner zu bringen. Dann braucht das am längsten, man hat die längste Zeit, die Gelegenheit, sich auf den Gegner einzustellen und eben auch Gegenmaßnahmen zu nehmen. But sometimes the right play is to try to get both the shields off. You know what I mean? Like, I don't know, maybe he didn't know I was that close. You need to have a mental clock in the back of your head, man. Like I have like a mental clock in the like just always rolling. Und da haben wir auch schon den dritten Tipp von Ninja. So eine geistige Uhr haben im Hinterkopf, immer eine Uhr, die mittickt. Und die kann einem dann eben auch sagen, okay, wie lange braucht man es, bis der Sturm kommt, wie viel Zeit braucht es, wenn der Gegner jetzt ein neues Medkit einnimmt. All diese Sachen hat man am besten mit viel Übung und viel Training im Hinterkopf und kann dann besonders gut einschätzen, ob man jetzt noch auf den Gegner zuläuft oder eben auch nicht, wie viel Zeit man noch hat, bis der Gegner bei einem angekommen ist, um selber noch Schild einzunehmen oder ein Medkit zu nehmen. Das sind alles Sachen, die man mit der Zeit lernt, aber eben auch wichtig, dass man darauf achtet. Und die wichtigste Life-Lesson von Ninja:
ist immer alles analysieren, was man gemacht hat. Und wenn man gestorben ist, natürlich nochmal genau drauf schauen, warum bin ich jetzt gerade gestorben? Habe ich mich zu langsam gedreht? Habe ich zu langsam gebaut? Zu schlecht geschossen? Und dann an der einen Stelle die Sache verbessern und somit zum Pro-Gamer werden. Und hier sagt er dann sogar, ja, wer das auf das normale Leben, auf das tägliche Leben auch draußen in der Welt anwendet, der kann auch da besser werden, denn von diesen Tipps kann man überall profitieren. Man kann, und das ist ja das Tolle daran, bei Fortnite oder bei anderen Ego-Shootern, eben nicht andere Leute dafür verantwortlich machen, außer die cheaten, dass man selber es nicht drauf hat. Man muss es einfach selber besser üben, üben, üben und lernen und vor allem hinterfragen, denn dann sonst bringt Üben natürlich auch nichts. Tipp Nummer 6. Wenn du keine Ahnung hast, wie du etwas baust oder auch bearbeitest, ja, ganz wichtiger Skill, der am Anfang häufig vernachlässigt wird, dann lande doch einfach mal am Rand der Karte, hol dir ein bisschen Holz und bau ein bisschen was und dann einfach editen, also bearbeiten, bearbeiten, bearbeiten. Löcher, Treppen, Schrägen, hin und weg machen, Türen. Das Ganze kann man auch einfach mal üben, bis der Sturm kommt und danach ein Stückchen weiter drin. Also es ist keine Ausrede zu sagen, hey, wow, ich bin so scheiße und das liegt natürlich an meiner Maus. Quatsch, das ist alles Übung. And you cannot win. You cannot sit there and tell me that you don't know what you're doing wrong. You know what I mean? I don't know how to get better. I don't know what I'm doing. Well, literally, like, what do you mean? Like, you know what you need to work on and do it. Also, wenn du jedes Spiel stirbst, dann hat er auch keine Ahnung, warum du ihn fragen solltest. Weil ganz ehrlich, du wirst sicherlich selber 20.000 Sachen wissen, die du falsch gemacht hast und die du besser machen kannst. Also um Gottes Willen, dann fang endlich an, daran zu arbeiten und du wirst ebenfalls ein großartiger Ninja werden. Tipp Nummer 7. Wenn du den Gegner nicht triffst oder immer überschießt, dann versuch mal an deiner Sensitivität für deine Maus zu drehen. Versuch's ein bisschen mehr, mit ein bisschen weniger, so bis du endlich die Mitte hattest. Natürlich wirst du da nicht sofort ein super Aim haben, aber es geht in die richtige Richtung und wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, dann nutze das und stell das ein. Weil nur weil du die gleichen Einstellungen nimmst wie Ninja, die natürlich auch offiziell sind, auf seinem Kanal eingesehen werden können, heißt es so lange nicht, dass du genauso ein gutes Aiming hast wie Ninja, logischerweise. Also alles ein bisschen experimentieren, hin und her bewegen und üben. So hat's Ninja gemacht und so ist er zum besten Spieler geworden. Ja, an der Stelle gibt Ninja jetzt noch einen kleinen Hinweis an die Entwickler, was die vielleicht noch in das Spiel integrieren können. Gibt natürlich hier jede Menge Möglichkeiten und ihm fallen da selber auch noch einige Sachen ein, die man mal anders machen könnte oder erneuern könnte. Aber im Großen und Ganzen ist er ganz zufrieden. So ein paar Vorstellungen von Ninja wären zum Beispiel, was unter Wasser zu machen oder auch im Weltall. Ja, warum nicht? Das klingt auch nach einer guten Idee. Könnte man mal ausprobieren, vielleicht in der zukünftigen Season von Fortnite. Eines der tollen Sachen bei Fortnite ist ja, dass sie andauernd Dinge verbessern, verändern, erweitern und ja auch aktiv dranbleiben bei der Entwicklung. Regelmäßig kommen neue Packs, neue Updates, Patches raus. Das ist also wirklich positiv von Epic. Ja, die Rakete dürfte auch bald hoffentlich wieder zurückkommen. Also die gesteuerte Rakete. Ja, manchmal hat man einfach viel Zeit, um jemanden zu killen. Das sollte man Ninja natürlich auf keinen Fall geben. So, und das war es mit den Tipps, die uns Ninja in seinem Livestream auf Twitch immer wieder ein bisschen einstreut in den normalen Livestream. Danke dafür. Danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal Luko und ein Like nach oben ist gerne gesehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss.